Externes Bauteil suchen und einfügen. Fusion 360 Tutorial. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael und wir schauen uns an, wo wir zum Beispiel ein Servo für ein Modell herbekommen. Eine gute Quelle hierfür ist GrabCAD. Dort stellen findige Köpfe ihre Konstruktionen in verschiedenen Formaten zur Verfügung. Man muss sich registrieren, dann steht einem die ganze Welt zur Verfügung. Dann suchen wir doch gleich nach einem Servo. Einfach eTech eingeben und schauen, was uns angeboten wird. Wie wir sehen, wird uns schon eine Menge angeboten. Jetzt müssen wir nur noch die für uns passende Größe finden. Fürs Projekt brauchen wir einen mit den Standardmaßen und damit es besser aussieht, nehmen wir einen, der schon koloriert ist. Wenn wir jetzt nach unten scrollen, sehen wir eine Liste mit verschiedenen Dateiendungen. Wenn eine SLD-PRT-Datei vorhanden ist, nehmen wir diese, denn es ist eine Baugruppendatei, bei der die Körper oder Komponenten erhalten bleiben. Also wählen wir diese aus. Gehen oben auf Download Files und laden uns diese Datei runter. Wechseln ins Fusion, gehen oben links auf die vielen Punkte und auf Hochladen. Datei auswählen oder hereinziehen. Dann auf Hochladen. Datei öffnen. Jetzt noch schnell die Ausrichtung einstellen. Drehen wir das Objekt, bis dies die richtige Lage hat. Gehen wir jetzt mit der rechten Maustaste auf den Orbitwürfel und wählen Aktuelle Ansicht als oben aus. Der nächste Schritt ist es, die Home-Position festzulegen, also Bauteil ausrichten und rechte Maustaste Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht erstellen, Ansicht anpassen. Toll, jetzt haben wir ein Bauteil importiert. Wie bekomme ich es? Jetzt in meine Konstruktion. Springen wir in mein Projekt des Zweimastschoners und fügen ein Servo ein. In der Multifunktionsleiste finden wir den Befehl Ableitung einfügen. Dann wählen wir den eingefügten Servo als Quelle ein. Jetzt wird die Zeichnung geöffnet und wir können einzelne Elemente oder die ganze Komponente auswählen. Verschieben wir ihn noch an die richtige Position. Wichtig ist jetzt noch, dass wir diesen mit einem Gelenk versehen, damit er späteren Berechnungen nicht weghupfen kann. Damit sind wir mit diesem Tutorial auch schon am Ende. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.